Kuckeli, kuckeli. Ja, meine Freunde, Hamid hat mal wieder ins Schwarze getroffen. Dieser Typ ist einfach nur ein Genie. Ich bin ein Riesenfan. Wie ich das immer sage, wer noch kein Follow beim lieben Hamid gelassen hat, bitte geht dahin und macht das. Das hat er sich absolut verdient. Ja, hallo meine Freunde. Hola Madridistas. Diese Frage, wer wird im Sturm spielen morgen gegen Paris Saint-Germain, ist wohl die größte Frage im Madridismo, neben der Frage, wer Dean Housen ersetzen soll. Und um diese Antwort kümmern wir uns im heutigen Video. Es wird sehr interessant, denn insbesondere bei Endrick hat Real Madrid anscheinend eine Entscheidung getroffen. Was da los ist, schauen wir uns an. Dann geht es auch in die nächste Runde mit dem Skandal Real Madrid gegen Javier Tebas wegen dem ersten Spieltag. Ich bringe euch da auf den letzten Stand. Dann schauen wir uns auch noch das Training an und es gibt neue Informationen rund um Luka Modric. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, wenn wir Madridistas an die Club-WM denken, denken wir alle an morgen Abend, 21 Uhr, der Kracher Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Aber auch heute Abend gibt es Fußball, 21 Uhr, das andere Halbfinale, Fluminense gegen Chelsea, die Brasilianer gegen den Conference League-Sieger. Die Engländer sind natürlich Favorit, haben auch einen enormen Kader, viel Geld da reingesteckt. Fängt sich langsam an zu rentieren, muss man sagen. Auf der anderen Seite würde es mich persönlich freuen, wenn es Fluminense schafft, alleine um das Finale zu sehen. Fluminense gegen Real Madrid. Ich glaube, Marcelo, unser Idol, würde durchdrehen. Wäre eine Riesenfreude. Ja, wie gesagt, heute Abend das erste Halbfinale nicht verpassen. Morgen Abend dann auch das Watchalong nicht verpassen. Mal schauen, wie viele Zuschauer wir morgen schaffen. Ob wir den Rekord des alten Watchalongs knacken. Ja, dann kommen wir, wie ihr es inzwischen kennt, zur guten Zuschauerkommentar, zur guten Zuschauerfrage. Und zwar habe ich mir die ausgesucht vom Turkish German English. Der hat geschrieben, auch der letzte Kritiker sollte dem Jungen den gebührenden Respekt erweisen. Die Statistiken des Jungen sprechen für sich. Er hat sich seinen Platz hart erkämpft und verdient die ganze Saison auf der Bank gedrückt und den immensen Druck standgehalten. Ja, und diesen Kommentar habe ich mir aus verschiedenen Gründen ausgesucht. Einer der Gründe war, weil ich kurz davor einen Post von Federico Valverde gesehen habe. Den werde ich gleich mit euch auch teilen. Aber zum anderen habe ich mir den ausgesucht, weil ich über die verschiedene Art von Kritikern reden wollte. Also ich selber würde sagen, ich bin deutschlandweit einer der Ersten, der auf dem Arda-Zug mit draufgesprungen ist. Deshalb habe ich diese Kritik selber oft gespürt und abgekriegt und gelesen etc. Deshalb glaube ich, ich kann da eine gute Expertise zu geben. Fangen wir erstmal an mit der ersten Kategorie Kritiker. Und zu der, muss ich ganz ehrlich zugeben, da gehörte ich am Anfang des Transfers auch dazu. Und zwar waren das die Kritiker, die am Anfang gehört haben, Arda Güler, der nächste Messi aus der Türkei, der zerschießt die türkische Liga. Und ich bin ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, ja, der nächste Emre Mor. Ich glaube, da muss sich auch der ein oder andere Türke den Schuh anziehen, dass die den Emre Mor zu früh, zu hoch gehypt haben. Und im Rest Europas haben wir dann erstmal Arda Güler nicht so ernst genommen. Ja, mich hat er relativ schnell von sich überzeugt. Zunächst einmal vom Charakter. Ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne. Als er bei seiner Präsentation seiner Mutter die Tränen weggewischt hat. Eine Präsentation ist so ein enormer Druck für viele Fußballer. Ich erinnere immer wieder daran, dass ein Eder Militão zusammengebrochen ist bei seiner Präsentation. Fast alle Fußballer fangen an zu weinen. Und dieser Junge in diesem Moment, bei dem Druck, schaut er und denkt an seine Mutter und nicht an sich. Deshalb habe ich gedacht, der Junge hat ein liebes Herz, der hat einen guten Charakter. Damit hatte der mich schon mal gewonnen.
Und fußballerisch hat er nämlich kurz danach auch gewonnen. Die ersten Trainingsvideos, was der gemacht hat, sobald er eingewechselt wurde, etc. Also, ich glaube, ich bin da relativ schnell auf seinem Zug gewesen. Aber das ist die eine Art Kritiker. Die sind relativ viele verstummt inzwischen, weil inzwischen hat er allen gezeigt, was der auf dem Fußballplatz drauf hat. Und davon muss ich sagen, viele geben ihm jetzt auch den Respekt, den dieser Junge verdient. Aber es gibt auch noch die anderen Art Kritiker und das sind die Hater. Und ich glaube, umso mehr Hater Arda Güler bekommt, umso besser für Real Madrid, denn das zeigt, welche wichtige Rolle, was für ein Spieler aus diesem Jungen geworden ist, wie wichtig er für Real Madrid ist und umso wichtiger ein Spieler bei Real Madrid wird, umso größer er in der Welt des Fußballs wird, umso mehr Hater wird er bekommen, Neider etc. pp. Und auf die, ich glaube, die brauchen wir nicht berücksichtigen. Formuliere ich das mal so. Die Hater, lass sie haten, dafür sind sie ja da. Ja, und im Endeffekt sage ich sowieso immer, es ist eigentlich egal, was die Zuschauer denken. Viel wichtiger ist, was denkt der Trainer? Und ich glaube, die Meinung von Xabi Alonso habe ich euch letzte Woche gezeigt, als er gesagt hat, ein Talent dieser Größenordnung muss immer spielen und wir werden diesen Jungen unterstützen etc. pp. Also der Trainer liebt ihn. Und dann, wie gesagt, kommen wir zu diesem Post von Federico Valverde, wo er sagt, deine Arbeit trägt endlich Früchte. Und ich glaube, das zeigt die Meinung der Kabine. Die haben gesehen, wie sehr dieser Junge gekämpft hat, gearbeitet hat im Gym, auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz etc. Der hat nicht aufgehört, auch in seiner freien Zeit, bis er endlich seine Chance bekommen hat. Und die hat er mit 2, 3, 4, 5 Händen ergriffen. Und ich glaube, ein Federico Valverde repräsentiert als Kapitän ein bisschen, was die Kabine denkt. Die freuen sich für diesen Jungen, dass seine harte Arbeit endlich, dass er AC Mailand wieder in die Champions League bringt und er dann am Ende bei der WM mit Kroatien nochmal auf der großen Bühne steht. Ja, auf der großen Bühne wird morgen Real Madrid stehen, doch bevor die da stehen, bereiten die sich heute oder gestern, besser gesagt, gestern Nacht war das, nochmal auf Paris Saint-Germain vor. Ich habe das Original-Trainingsvideo für euch. Hört es euch mal an. Balón allí, 4 contra 3 con Dani. Vale, ¡esos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos! Tráeme eso, izquierda por ahí. Bien. Buena, Dani. ¡Ahí sí, Mario, pétale! Sí, sí, le... Sí, que va uno. Sí. Ja, ich sage es immer wieder, ihr kennt es inzwischen von mir, Erfolg ist kein Zufall. Diese Intensität, die ein Xabi Alonso da reinbringt, ist immer wieder beeindruckend für mich, wie er die anheizt und die Spieler auch reagieren. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Fußball zurzeit sehen. Das ist alles kein Zufall. Ja, und wer diesen Fußball in Zukunft vielleicht nicht mehr so oft spielen darf oder so oft unter Xabi Alonso trainieren darf, ist ein Endrick. Denn in der Stürmerfrage, im Stürmerkarussell, was eben Hamid gesagt hat, übrigens, lasst bitte in den Kommentaren eure Meinung, wer im Sturm spielen soll. Würde mich persönlich gegen Paris sehr interessieren. Ich bin selber nämlich noch nicht ganz schlüssig. Lasst das bitte, wie gesagt, in den Kommentaren. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid hat anscheinend eine Entscheidung um Endrick getroffen. Hören wir uns die zusammen einmal an. Das, was jetzt kommt, hat man dir bisher noch nicht erzählt. Was machen wir mit Endrick? Das war in den letzten 2 Wochen die am häufigsten gestellte Frage im Hotel von Madrid in Miami, nachdem Heraes im Karussell berichtet hatte, dass der Verein der Meinung ist, das Beste für Endrick sei es, 1 Jahr ausgeliehen zu werden und nach der WM 2026 ins Bernabeu zurückzukehren. Im Mai, als die Liga noch im Gange war und Ancelotti auf der Trainerbank saß, haben Vereine aus Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien, die in der kommenden Saison in der Champions League spielen werden, das Umfeld von Endrick kontaktiert, um die Möglichkeit auszuloten, dass der Junge in der nächsten Saison bei ihnen spielt.
Nicht einmal wurden die Angebote an Real Madrid herangetragen, weil Endrick sich sicher war. Er wollte bei Madrid bleiben und wollte Xabi Alonso davon überzeugen, dass Ancelotti sich in Bezug auf ihn geirrt hatte. Jetzt hat sich das Szenario geändert. Wie Heraes berichtete, denkt Madrid, dass eine Ausleihe die beste Lösung ist. Sie haben mit dem Jungen gesprochen, der nicht gehen will, aber die Vereine starten erneut einen Versuch. Teams aus Frankreich und Deutschland berichten uns, dass sie den Vorschlag erneut unterbreiten werden. Sie sind optimistisch und glauben, dass Endrick angesichts von Gonzalo vorne sowie Vinicius und Mbappé Ja sagen und Madrid verlassen wird. Ja, ihr habt es selber gehört. Real Madrid rät Endrick, sich ausleihen zu lassen. Ich selber sehe das mit einem gesplitteten Herz. Auf der einen Seite bei Real Madrid bleibt. Um 11 Uhr vormittags beantragte Madrid per Brief eine Verschiebung des ersten Spieltags und schlug als Alternativtermin den 29. Oktober vor. Es ist das Datum der ersten Runde der Copa del Rey und er erklärt in dem Brief, zu dem Cadenas ja Zugang hatte, dass sie mit Osasuna gesprochen haben, die ebenfalls einer Verschiebung des Pokalspiels zustimmen und der Verband stimmt zu. Verbandswettbewerb. Und der Verband, so Madrid, habe geantwortet, man okay, wenn sie beide einverstanden sind und die Liga ihr okay gibt, wird der Verband die erste Runde verschieben. Denn Madrid hat keinen Pokal in der ersten... Eine Einigung gefunden gehabt. Die Spielervereinigung hatte Madrid sogar gesagt und Atletico Madrid, ihr habt beide 8 Wochen verdient. 4 Wochen Urlaub und 4 Wochen Vorbereitung. Und die Spieler sind in die Kabine gegangen und haben einen Kompromiss gesucht und gesagt, wisst ihr was, wir verzichten auf eine Woche Urlaub und auf eine Woche Vorbereitung. 3 plus 3 Wochen. Dann gab es ein Gentleman's Agreement mit der Liga. Ja, und da ist meiner Meinung nach der Fehler von Real Madrid gewesen. Denn für ein Gentleman's Agreement braucht es auf beiden Seiten ein Gentleman. Und wenn wir eins im Laufe der letzten Jahre gelernt haben, ein Javier Tebas ist das genaue Gegenteil von einem Gentleman. Seltsamerweise derjenige, der diesen FIFA-Club-WM so sehr hasst, seltsamerweise der ständig im Streit ist mit Real Madrid, geht es um Fernsehrechte, um die Super League, um was auch immer es geht, ständig im Gerichtssaal gegen Real Madrid vorgeht und Real Madrid gegen ihn. Seltsamerweise stellt sich Javier Tebas gegen diese 6 Wochen. Das ist ja bereits ein Kompromiss. Wenn es laut Spielervereinigung gehen würde, wären es 8 Wochen. Aber Javier Tebas sagt, großmütig wie er ist, La Liga ist bereit, Real Madrid den letzten Slot zu geben. Ihr müsst zwar schon nach 4 Wochen wieder spielen, dürft aber dafür um 21 Uhr spielen. Gratuliere. Also, wie gesagt, bin ich gespannt, was die AFE jetzt macht, die Spielervereinigung, ob sie mit einem Streik droht, was auch immer. Ich bin gespannt, was die Konsequenzen sind. Oder ob Real Madrid sich die ganze Vorbereitung versauen lässt von Javier Tebas. Und dann, bin ich ganz ehrlich, ich habe so eine Vorfreude auf die neue Saison, auf das neue Real Madrid von Xabi Alonso. Aber selbst ein Xabi Alonso kann eine Mannschaft ohne genügend Ruhepause und ohne genügend Vorbereitung unmöglich auf so eine Saison vorbereiten. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu diesen Themen sind. Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen nicht vergessen. Und wir sehen uns morgen. Ich freue mich schon auf morgen Abend. Aber erstmal sehen wir uns morgen Vormittag wieder. Bis dahin. A la Madrid!